Ja, hallo zusammen, ich bin Tobias. Und ich bin die Anna. Ja, und wir zwei sind im Moment zusammen in Österreich unterwegs. Um genau zu sein, in Kufstein. Und heute geht's auf den Pendling. Der hat 1563 Meter. Ja, los geht's ab Tiersee. Auf direktem Weg zum Gipfel, wo wir jetzt auch schon angekommen sind. Tatsächlich gibt jetzt gleich noch hier oben auf der Hütte eine kleine Pause. Und dann geht's über die Kahleralm wieder runter. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie wir hier hochgekommen sind und von hier auch wieder runterkommen, Dann kommt mit und wir schauen es uns gemeinsam an. Los ging es, wie schon 2 Tage zuvor bei unserer Tour zum Stimmersee, direkt am Campingplatz am Tiersee. Auch die ersten Meter waren identisch. Heute war das Wetter aber besser. Vorbei am Tierseer Kräutermensch ging es in Richtung Dreibrunnenjoch. Hier seht ihr auch schon unser heutiges Ziel, den Pendling. Ziemlich steil und hoch, da hatten wir uns ja was vorgenommen. Der Pendling gilt als Kufsteiner Hausberg und ist ein beliebtes Wanderziel in den Brandenberger Alpen. Belohnt werden sollten wir am Gipfel mit einer herausragenden Aussicht über das Inntal auf den wilden und den zahmen Kaiser. Nicht umsonst wird der Pendling auch als Aussichtsberg bezeichnet. Aber vorher ging es erstmal passend zum heutigen Vorhaben an einen ersten steilen Anstieg. Zuerst über schmalen Pfad und dann über breiten Schotterweg bis zum Dreibrunnenjoch. Diesmal folgten wir dem Weg aber schon kurz vor dem Dreibrunnenjoch nach rechts, weiter den Berg hinauf in Richtung Gipfel, statt geradeaus zum Stimmersee. Nein, das war kein Bach, durch den Anne da lief. Es war tatsächlich der Weg. Da es aber die beiden vorangegangenen Tage viel geregnet hatte, war der Weg zeitweise noch etwas feucht. Das Wetter an diesem Tag war aber top. Weiter ging es nun bergan durch Wald, vornehmlich auf schmalen Pfaden über Stock und über Stein. Trittsicher sollte man bei derartiger Wegführung natürlich sein. Die Hauptschwierigkeit bei der Tour sollten die über 900 Höhenmeter zum Gipfel sein. Oder, wie Tobi feststellte, es war wahnsinnig schweißtreibend. der Schweiß läuft. Und der Tobi jetzt auch weiter. Und weiter lief er, natürlich in seinem berüchtigten, sehr gut untersetzten Berggang. Schlussendlich kamen wir am Ende des mal mehr, mal weniger steilen Waldpfades an, kreuzten einen breit geschotterten Weg und machten uns an den letzten Anstieg zum Gipfel.
it's only a dream. Nothing is really what it seems anyway. Now little by little, in the twilight's gentle flow, in the dance of fading light we grow. Und da war er endlich erreicht. Der Gipfel des Pendling. When you wanna be loved by Von der erwarteten Premium-Aussicht aufs Kaisergebirge war hier aber noch nicht viel zu sehen. Anne schaut auch etwas ratlos. Ah, da hinten hat sie wohl etwas entdeckt. Nichts wie hin. but without you I'm lost. Und tatsächlich, eine Wahnsinnsaussicht auf das Kaisergebirge. Yeah, we can walk on water while the boats are leaking. Soon the walls will be giving in. Anytime now, anytime now. Another shrug of the shore. Einige Meter weiter kamen wir dann zum Pendlinghaus. I guess I'll be walking. Auch von hier hat man eine super Sicht. Da am Aussichtspunkt neben der Hütte viel los war und wir nach dem Aufstieg einer Brotzeit sehr zugetan waren, steuerten wir direkt auf die Terrasse des Pendlinghauses zu. Forget about everything, every true Frisch gestärkt machten wir uns sodann an den Abstieg. Neben schöner Aussicht gab es ein wenig abseits des breiten Weges noch eine kleine Abenteuerpassage hinter Felsen. Der Abschnitt über breiten Weg sollte nicht allzu lange dauern, dann ging es wieder ab auf schmalen Pfad. Etwas, das wir auf dem Weg sehr häufig zu Gesicht bekamen, sowohl bergauf als auch bergab, waren Ameisenhaufen. So häufig, dass wir den Pendling unterwegs scherzhaft auch als Ameisenberg der Alpen bezeichneten. Vorbei am Heimkehrerkreuz, von dem aus man wieder eine recht passable Aussicht hatte, ging es weiter in Richtung Kahleralm. Da auf der Alm an diesem Tag eine Hochzeit gefeiert wurde, wanderten wir ohne erneute Pause einfach daran vorbei. Sehr schade. Mehrfach einen breiten Forstweg kreuzend, ging es nun weiter auf schmalem Pfad. Mal über Wiese, mal über Wald, immer weiter den Berg wieder hinab.
rechter Hand seht ihr den Pendling, geradeaus das Kaisergebirge. Landschaftlich wahrhaft ein Traum. Und dank des hier zeitweise etwas ebeneren Untergrundes konnten wir den Ausblick auch beim Laufen genießen. Der entspannte Abschnitt sollte aber nicht lange dauern. Dann ging es ein letztes Mal ab in den Wald, zweifache Bachüberquerung inklusive. Unsere heutige Tour liegt im Kufsteiner Land am Rande der Brandenberger Alpen, links von Kufstein bzw. gegenüber des Kaisergebirges. Der Start war am Thiersee. Von dort wanderten wir über das Dreibrunnenjoch zum Gipfel des Pendling. Unser Abstieg erfolgte in einem Bogen über Wiesen und durch Wald, vorbei an der Kahleralm bis zurück nach Thiersee. Ja, da haben wir es geschafft. Der Pendling ist erstiegen, heißt da hinten waren wir gerade noch oben. Ja, Anna, was würdest du sagen? Wie war die Tour? Auf jeden Fall sehr schweißtreibend. Sehr viele Höhenmeter auf relativ kurze Distanz. Steil, wie gesagt, schmale Pfade, war wieder alles dabei. Der Abstieg ein bisschen länger, nicht ganz so steil gewesen, aber ja, hat sich ein bisschen gezogen am Ende. Aber die Tour an sich hat Spaß gemacht. Ja, ging über Stock und über Stein. Für die erste Bergtour dieses Jahr 900 Höhenmeter, gut 900 Höhenmeter, das war dann schon eine kleine Hausnummer, auch auf die Kürze der Kilometer. Aber wir haben es geschafft, hatten eine richtig schöne Tour, wie es die Anne gesagt hat, und oben mega Aussichten, auch gerade rüber auf den Wilden Kaiser. Also dafür hat sich der Anstieg auf jeden Fall gelohnt. Die Einkehr oben, der Kuchen war gut, Spaghetti waren auch gut. Sehr lecker, ja. Ja, und unterwegs einiges los, also viele Wanderer, viele Radfahrer unterwegs. Ja, leider auf der Kahleralm eine Hochzeit gewesen. Das heißt, da war auch wirklich richtig viel los, auch Musik. Aber die liegt auch ganz nett, also ist bestimmt auch schön. Ja, und hier sind wir gerade am Thiersee und wie ihr hört, hier ist auch einiges los. Hundetreffen. Hundetreffen, genau. Und ja, aber zum Thema See, da wollen wir zwar jetzt noch rein und dementsprechend würde ich sagen, von uns war es das für dieses Mal. Wir hoffen, euch hat es Spaß gemacht, uns zu begleiten. Euch wie immer viel Spaß beim Wandern. Und dann sehen wir uns auf der nächsten Tour wieder. Ja, Luft holen, schwimmen. Wie? Hallo? Du hast doch viel mehr Polster außenrum. Das muss doch gehen. Ey, echt jetzt? Halt!